Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Videoblog hier in meinem Kanal. Ich bin André und das ist André läuft. Diesmal geht es um den Halbmarathon in Athen. Da bewege ich mich nämlich gerade hin. Bin noch hier in Berlin am Flughafen. Es geht über Belgrad, wo ich ein paar Stunden Aufenthalt habe, weiter nach Athen und dann, wie gesagt, am Sonntag wird da der Athen Halbmarathon gelaufen. So, Zwischenstopp in Belgrad. Was hat der andere nichts Besseres zu tun, als noch schnell mal eine Stunde laufen zu gehen? Ja, manche werden nicht für verrückt halten, aber ich nutze die kurze Zwischenlandung inzwischen halt hier, wie gesagt, um ein paar Kilometer zu drehen und mir ja die Stadt aus Läufersicht anzuschauen. Gleich in der Nähe war hier ein schöner Park. Hab mir ein Airbnb genommen für die 10 Stunden jetzt hier und ja, da die Sachen abgelegt, Laufklamotten an und dann ging es los. Und ja, mal schauen, wie weit mich die Füße tragen, aber mein Plan sind glatte 10 Kilometer. Ich bin jetzt hier nach 2 Kilometern bereits an krassen Gebäuden vorbei. Hier eine Festung, wo die vorher ihre alten Panzer auffahren. Sehr interessant. Aber schaut selbst. So, hier in Belgrad, wie auch gestern bereits schon in Berlin, laufe ich mit Mizuno-Schuhe. Mizuno Running-Schuhe wurden mir ja wärmstens ans Herz gelegt und die teste ich jetzt mal, sowohl als dann auch bei den Läufen in Athen und schau, ja, was die so bringen. Wie gesagt, eine Marke, die ich überhaupt gar nicht auf dem Radar hatte. Und so gestern und heute muss ich sagen, der erste Eindruck ist fantastisch. Echt gut. Sind Schuhe auf jeden Fall für Läufer, die ohne großes Schnickschnack auskommen. Ich glaube, die machen auch gar nicht so viel Werbung. Ja, was soll ich sagen, also sind echt gut. Ja, und auch wenn die Werbung kein Stück bezahlt ist, lege ich den Shop nahe, wo ich die Dinger gekauft habe, in Sportlines oder Sportline in Berlin. Stocker Straße 147. Verlinke ich mal nachher unten. Also ich hatte noch nie
so eine fantastisch gute und kompetente Beratung wie dort. Die wissen, wovon sie reden, die wissen, worauf es ankommt und ja, zudem auch noch echt gute Preise und was will man mehr? Also ich fand es außerordentlich gut und hat meinen Tag, als ich die gekauft habe vorgestern, auf jeden Fall 100% versüßt. Ja, hier in Belgrad habe ich mir überhaupt keine Platte gemacht, bin einfach losgelaufen, geguckt, welcher Park in der Nähe ist und ungefähr in welche Richtung ich muss und kam, ja, wie ihr seht, an erstaunlich wunderbaren Orten raus. Also ja, bis jetzt guter Eindruck. Wie gesagt, auch Belgrad hatte ich nie auf dem Schirm wirklich. Wäre dieser Zwischenstopp nicht gewesen, wäre ich hier wahrscheinlich lange noch nicht laufen gegangen oder vielleicht sogar nie. Aber bis jetzt unglaublich gut und ich glaube, hier würde ich auch gerne mal einen Marathon oder einen Halbmarathon laufen. Gut, so 10 Kilometer sind jetzt ein Kasten. Jetzt bin ich gleich zurück. Ja, schnell duschen und dann auf jeden Fall hier das besondere serbische Essen genießen. Mal gucken, was heute so auf den Tisch kommt. Also, heute Abend geht es dann weiter nach Athen. Das war jetzt der kurze, aber sehr lebendige Zwischenhalt hier in Belgrad. Jetzt geht es weiter nach Athen. Flug hat Verspätung, sind schon mal eine Stunde. Beim Hinflug waren es ganz 5 Stunden. Ja, mal schauen, wo und wie weit mich heute das Sitzfleisch hier auf den Bänken des Belgrader Flughafen tragen. Aber ja, morgen früh heißt es dann Athen. Dann werde ich ein bisschen laufen gehen, mir die Expo angucken und dann am Sonntag der Athener Halbmarathon. Also dann bis gleich. Und schon hier in Athen angekommen, jetzt hier beim Fila Sport Area. Hier kann ich meine Startunterlagen abholen und ja, gehen wir mal rein. Okay. Hier habe ich den Kit abgeholt und dann schauen wir uns mal an, was da drin ist. Hinten ein Shirt, das Laufshirt. Das sieht wie folgt aus. Die 63. Eine Trinkflasche, zahlreiche Gutscheine. Das ist erstmal für mich ein bisschen Sightseeing und heute Abend noch eine Runde laufen gehen. Guten Morgen aus Athen. Eigentlich wollte ich ja gestern Abend schon laufen gehen, aber nach dem ganzen Sightseeing war ich so kaputt, tot ins Bett gefallen. Also laufe ich jetzt. Heute ist Samstagmorgen. Es ist kurz nach 8 und ich werde heute ja meine Standard 10, 11, 12 Kilometer heute laufen, bevor es dann weitergeht mit dem nächsten Sightseeing-Programm. Und heute ist es ja, Trailrunning, wie ihr seht. Es gibt steil bergauf. Aber mit so einer Kulisse, das ist so unbeschreiblich.
'Cause I've been living life right like I could just die any minute. Going for a ride down the side, PCH country limit. I don't need a guide, follow lights, take me where I wanna visit. Are you alive? Or just breathing? 'Cause I've been living life right like I could just die any minute. Going for a ride down the side, Wie viel mir die Worte, also beeindruckenden Aussicht. Ah, einer der schönsten Läufe, auf jeden Fall der schönste Trainingslauf, den ich jemals hatte. Auf jeden Fall hier in Athen. So, jetzt kurze Getränkepause nach 6 Kilometer am Fuß der Akropolis. Was für ein Lauf. So, jetzt bin ich gleich wieder in der Unterkunft der Wohnung. Und ja, es waren jetzt knappe 10 Kilometer. Das reicht für heute. Denn morgen heißt es ja Halbmarathon hier in Athen. Und jetzt eine Dusche nehmen und dann das volle Sightseeing-Programm. Also, wir sehen uns dann gleich. Denn es heißt 21 Kilometer Halbmarathon Athen. Wunderschönen guten Morgen aus Athen. Jetzt geht es los zum 21 Kilometer Athen Marathon, zum Halbmarathon hier in der Hauptstadt Griechenlands. Ich muss jetzt mal gucken, wie ich da hinkomme, denn bereits in einer Stunde geht's los. Ich denke, ich nehme mir so einen Elektroscooter, sehe ich hier gerade ein paar, und dann düse ich da mal los. Mal schauen. Fast angekommen, leider nicht mit dem Elektroscooter bis zur Start- oder Ziellinie, da es hier anscheinend ein Parkverbot gibt. Ich muss jetzt so knapp 500 Meter entfernt, musste ich das Ding abstellen und jetzt laufe ich zum Startpunkt. Καλό αγώνα, παιδιά. Καλό αγώνα, δεν στροφνόμαστε. Είμαστε σιγά σιγά. Έτσι υπάρχει χώρος για όλους. Συγχαρητήρια για την προσπάθεια, είστε όλοι νικητές για μας. Και θυμίζω το δεύτερο γκρουπ. Το δεύτερο γκρουπ παρακαλώ να περπατήσει και να παραμένει στην εκκίνηση. Und los geht es, 21 Kilometer Athen, Halbmarathon. Insgesamt umfasst die Veranstaltung wohl um die 3.000 bis 4.000 Läufer, aufgesplittet in 21 Kilometer der Halbmarathon, 10, 5 und 2,1 Kilometer. Ja, bei den jetzt 21 Kilometer
sind ungefähr 700 Läufer dabei. Also relativ übersichtlich. Mal schauen, wie es nachher wird. Und ja, alles, denke ich, wird gut werden. So, die athenische Sonne, die brutzelt gerade schon mal im Gesicht. 8:35 Uhr und wir haben es bereits 25 Grad. Mal gucken, wie es dann in knapp 1,5 Stunden aussieht. Ja, alles wird gut. Fünf Kilometer, das erste Wasser. Pisswarm, aber besser als nichts. So, Kilometer 11 hinter mich gebracht. Also heute ist echt anstrengend. Die Hitze macht mir echt zu tun. Und ja, nur alle 5 Kilometer eine Wasserstation ist bei der Temperatur ein bisschen hart. Kilometer 12, Wasser. Diese Veranstaltung handelt sich um einen Rundkurs. 3x7 Kilometer müssen absolviert werden, um die 21 Kilometer voll zu haben. Der André ist jetzt gerade bei Kilometer 14,5, also noch 5,6 Kilometer. Dann ist dieser Drops auch gelutscht. Die letzten 3 Kilometer verfolgt mich dieser Sound. Ich weiß nicht, ob ihr hört. Das sind die Nikes Alpha Flies von dem Läufer vor mir. Hat ein gutes Tempo, aber der Sound nervt. Kilometer 18,5. Jetzt der Getränkestopp. Kilometer 19,6. So. Heißt, rechnen. 2 Kilometer. Weniger als 2 Kilometer. 1,8 Kilometer noch. Und dann sollte das erledigt sein. 700 Meter. Jetzt heißt es nochmal Gas geben. Ja, das war's dann. Hier nochmal die Medaille von dem 21 Kilometer Halbmarathon hier im wunderschönen sonnigen Athen. Bei jetzt fast 30 Grad. Es ist nicht mehr so auszuhalten. Habe jetzt bestimmt 2 Liter Wasser nochmal nachgekippt. Und jetzt heißt es für mich erstmal eine Dusche nehmen, was frühstücken und dann den letzten Tag hier in Athen genießen. Denn bereits morgen früh geht es zurück nach Berlin, wo ich bereits in 7 Tagen den Berlin-Marathon laufe, worauf ich mich echt schon riesig freue. Aber bis dahin noch eine Woche, ein bisschen trainieren, ein bisschen gut essen und hier den Urlaub noch genießen. Ich wünsche euch alles Liebe. Liebe Grüße hier aus dem sonnigen, wunderschönen Athen.